Auch dieser Fehler, den übrigens mein Mann gemacht hat, nicht ich. Ich habe von vornherein gesagt, erstmal das Fachwerk. Gemein, ich weiß. Ja, ganz böse. Ja, falls das Frauen machen wollen, also ist es zu machen. Hallo, wir wollen unsere Fassade mit Stempelputz versehen. Dafür haben wir gestern schon angefangen, den Haftputz aufzutragen. Wir haben das ein bisschen abgedeckt mit Folie. So sieht es aus. Auf diesen Haftputz folgt nächste Woche, wenn das nach einer Woche ausgetrocknet ist, der Stempelputz. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussehen wird, wenn es fertig ist. Wir machen viel selber, spart ja auch eine Menge Geld. Das A und O ist, dass ihr alles vorher parat habt und eingekauft habt. Wir haben hier ungefähr auf dieser Fassadenseite ca. 30 Quadratmeter und haben dafür so 5 Säcke A40 Liter mit Haftputz gekauft und 2 Säcke mit 25 Kilo. Also 6 Säcke, hoffe, damit kommen wir hin. Stempelputz haben wir 15 Säcke gekauft und hoffe, auch damit kommen wir hin. Ansonsten haben wir ein Problem, müssen wir es nachbestellen. Okay, soweit erstmal dafür. So Leute, wir sind fertig. Wir aber auch. Der Haftputz ist dran. Jetzt lassen wir das Ganze eine Woche trocknen. Und nächstes Wochenende werden wir uns dann dabei machen und den Stempelputz draufbringen. Drückt uns die Daumen, dass alles klappt. Bye bye. Heute wollen wir anfangen oder weitermachen. Wir haben schon ein bisschen angefangen, den Stempelputz drauf zu machen. Dafür haben wir diesen vertikal Stempelbeton. Den rühren wir gerade an. So wie es auf der Verpackung steht. Am besten immer wie beim Kochen oder Backen immer noch mal so ein bisschen eigenes Feeling reinbringen. Manchmal ein bisschen mehr Wasser, manchmal ein bisschen weniger. Muss man selber. Da haben wir unsere Steine. Außerdem ganz wichtig, das Trennmittel. Also nach so 2-3 Mal Stempeln machen wir das Trennmittel, schmieren wir denn diese Form mit ein. Dann löst sich der Putz einfach schneller. So weit erstmal dazu. So, hier kann ich euch jetzt erstmal zeigen von gestern die Arbeit, die wir angefangen haben mit dem Stempelputz. Hier sieht man schön die Holzmaserung von dem Fachwerk. Jetzt trocknet das ja eine Woche. Und nächste Woche können wir das dann einfärben. Dafür haben wir Farbe. Da kommen wir dann aber nächste Woche zu. So sieht das erstmal schon mal aus. Das von gestern sieht eigentlich schon ganz gut aus. So. Heute haben wir schon mal beim Fenster wieder angefangen, weil das ist wirklich, also Leute, das ist das, was am längsten auffällt. Das ist eine Frickelarbeit. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das heute machen. Dann können wir morgen richtig schöne Meter schaffen. Jo, dann schauen wir mal. Bis dann. Ciao, ciao. So, heute will ich euch das Stempeln zeigen. Aber ganz wichtig, den Fehler haben wir gemacht. Wenn ihr Fachwerk stempelt, am allerbesten immer erst den Rand komplett machen. Weil sonst an der anderen Seite vergesst ihr das wieder, wo ihr das machen wolltet. Und dann passiert sowas wie hier. Ich muss das jetzt alles rausmeißeln, weil genau hier noch ein Balken hin muss, ein Querbalken. Das ist natürlich voll dumm.
weil völlig unnütz. Hätte man vorher dran denken können. Also am besten ringsrum erstmal den Stempel für das Holz setzen und dann die Steine. Okay, wie wir stempeln, das zeige ich euch nachher. So, jetzt habe ich das ein bisschen weggestemmt. Sieht man ja jetzt schön. Und jetzt werde ich noch meinen restlichen Beton nehmen und da noch gleich diesen Schrägbalken reinsetzen. Dann kann ich mich hinterher an die gerade Fläche machen. Jo, mein Mann bessert gerade erstmal noch die Stellen aus, die ich da oben gestempelt habe mit dem Holz. Manchmal blättert da noch was ab. Und dann kann man das aber mit dem Messer gut nachziehen. Das geht eigentlich am besten. Und die Übergänge dann halt mit dem Pinsel. Wie gesagt, das war ja auch dieser Fehler, den übrigens mein Mann gemacht hat, nicht ich. Ich habe von vornherein gesagt, erstmal das Fachwerk. Gemein, ich weiß. Ja, ganz böse. Ja, falls das Frauen machen wollen, also es ist zu machen. Okay, dann mache ich erstmal den Putz dran. So, heute nochmal das Stempeln. Beton haben wir schon angerührt, diesen vertikal Standard Stempelbeton. Der ist jetzt schon mal fertig, schon mal vorbereitet. Dann ist hier meine Schablone. Die habe ich auch mit diesem Trennmittel eingeriemt, damit sich das schön löst und nicht backen bleibt. Das ist halt wie beim Backen, wo man Mehl nimmt oder Öl, dann bleibt das dann ja auch nicht haften. So, und jetzt werde ich erstmal das Stückchen Mauer einschmieren und dann stempel ich. So, jetzt also mein Stempelputz an der Wand. Ich bin kein Profi, ich kann das wahrscheinlich nicht so akkurat wie manche, die jetzt das angucken, aber ist egal. Erstmal schön einschmieren, damit ich da nachher meine Stempelform drauf machen kann. Und nicht zu dünn, weil sonst kommt ja da auch nichts raus bei der Form. Oh, eine Ladung muss da noch drauf. Also das ist natürlich keine Arbeit für Leute, die keine Geduld haben, weil was du brauchst, ist Geduld. Das ist ein bisschen frickelig. Aber dafür freust du dich, wenn es hinterher geklappt hat. So. Ich mache immer bloß eine Fläche für eine Schablone. Weil sonst wird er mir denn zu fest. Sonst wird das auch nichts. Okay, kannst du erstmal schließen. So, erstmal eingeschmiert. Okay, kannst du ausmachen. Die ist schon eingepinselt mit dem Trennmittel. So, und jetzt ran an Stempeln. So, ranhalten. So, ein bisschen drauf drücken. Quietscht ein bisschen raus. So, und abziehen. So, das ist jetzt hier noch nicht ganz akkurat. Das macht aber nichts. Da kann ich das alles nacharbeiten. Das ist, wie gesagt, ein bisschen frickelig, dauert ein bisschen. Kann ich aber noch schön korrigieren. Das mache ich jetzt mal. Und nachher, wenn es fertig ist, zeige ich euch das dann nochmal. So, hier nochmal nacharbeiten. So, das ist gar nicht schlimm, wenn das hier so ein bisschen verrutscht. Das kriegt man alles noch hin. Hier zum Beispiel, da ist mir ein Stückchen rausgegangen von der Form, macht nichts. Drücke ich einfach ein bisschen noch mal rein. Drückt das da so ein bisschen fest und macht dann nachher so eine Form wie so ein Stein draus. Okay. So, jetzt habe ich meinen Stempel fertig, habe den nochmal nachbearbeitet.
Das kann man natürlich so machen, wie man möchte. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je nachdem, wie man Lust und Laune hat. Ja, ein bisschen Geduld halt. Ich weiß nicht, ob es meinem Mann gefällt. Dem ist es zu eckig. Der möchte es gerne runder, also muss ich das nachher noch ein bisschen abrunden. Okay, dann mache ich das mal. So, ihr Lieben, unsere Fassade ist fertig. Mein Mann hat die Holzstempel schön braun gestrichen. Ich finde, es ist schön geworden. Da war ich nicht dabei, das hat er ganz allein gemacht. Und somit sind wir eigentlich mit der Seite zum Garten hin fertig. Ich bin zufrieden und freue mich auf die Seite vorne an der Straße im nächsten Jahr. Bis denn. Savannah.